Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video von uns. In der letzten Instagram-Umfrage haben tatsächlich 100% aller Teilnehmer dafür gewotet, dass wir mal ein Vergleichsvideo machen bezüglich dem neuen Helm, der X-Lite X803 RS Ultra Carbon und dem Shoei NXR. Beide Helme sind relativ beliebte Integralhelme und jetzt schauen wir mal, wo die Vorteile und Nachteile von dem jeweiligen Helm sind und welchen ich persönlich wofür bevorzugen würde. Fangen wir am besten mal mit dem neuen an. Was sind die Vorteile von dem Helm? Was ist mir jetzt in der Zeit, seit ich ihn besitze, aufgefallen und was macht er gut? Als allererstes, durch den großen Spoiler ist mir aufgefallen, dass der Helm extrem windstabil ist. Als ich jetzt die letzten 1,5 Wochen meine Probefahrten damit gemacht habe, war es noch sehr, sehr böig durch die Stürme draußen. Und gerade in dem Umfeld ist mir aufgefallen, dass der Helm extrem ruhig auf dem Kopf sitzt. Man hat auch durch Windböen kein Hin- und Hergewackel vom Kopf. Der Helm sitzt einfach stabil im Wind drin, ohne dass er irgendwie zur Seite neigt. Das macht er definitiv besser als der Shoei. Bei ihm war es auch okay, aber man hat bei böigen Strecken, bei böigen Momenten doch gemerkt, dass er dann etwas dazu geneigt hat, sich vom Wind in eine Seite drücken zu lassen. Das ist hier doch viel besser. Der nächste Punkt, den der X-Lite sehr gut macht, ist das große Sichtfeld. Wie man von vorne vielleicht sehen kann, das Sichtfeld ist sehr groß. Das ist vor allem auf der Rennstrecke sehr hilfreich. Allein aus dem Grund, um die Umgebung besser wahrnehmen zu können und dass sich alles langsamer anfühlt, als es mit einem normalen, schmalen Visier wäre. Der beste Vergleich ist zum Beispiel, wenn ihr aus dem Autofenster rausschaut, direkt auf der Autobahn in die Seite, auf die Leitplanke und alles zieht schnell an euch vorbei, dann wirkt es wesentlich schneller, als wenn ihr weit nach vorne über die freie Fläche gucken könnt und euch alles viel langsamer vorkommt. Dasselbe ist bei einem Helm der Fall. Wenn das Visier und das Sichtfeld groß ist, nehmt ihr mehr wahr und dadurch verlangsamt sich eure Wahrnehmung. Ist das Ganze relativ flach, wie zum Beispiel bei einem Autohelm, dann ist die Umgebungswahrnehmung viel schneller, was euch natürlich auf der Rennstrecke als Nachteil ausgelegt wird. Ein weiterer Vorteil von dem Helm, wie man vielleicht sehen kann, er ist aus Vollcarbon und dadurch extrem leicht. Wir haben hier die Variante in XS, weil ich einen sehr kleinen Kopf habe. Der wiegt jetzt 1330 Gramm. Mit Zusatzausstattung, die man noch dran bauen kann, würde er auf 1380 Gramm kommen, aber das ist trotzdem für einen Helm sehr leicht. Ein weiterer positiver Punkt von dem Helm ist definitiv die Ausstattung. Wir haben hier standardmäßig ein klares Visier dabei, ein getöntes Visier, eine Pinlockscheibe, einen weiteren Nasenflügel, einen Helmsack zum Transport und Pflegematerialien. Ist eine sehr gute Ausstattung, für den Preis ist sehr viel dabei. Da wird beim Shoei definitiv weniger mitgeliefert. Außerdem positiv zu erwähnen ist, dass das Innenpolster vom RS verstellbar ist. Im Gegensatz zum normalen X-Lite X803 funktioniert das nur beim RS, und zwar haben wir hier hinten das LPC, das Liner Positioning Control. Das heißt, wir können hier drüber einstellen, wie weit das Innenpolster nach oben oder nach unten gesetzt wird und können somit den Helm auf jeden Kopf entsprechend anpassen. Ganz klar, der letzte positive Punkt, eindeutig, ist natürlich die Optik. Wenn man den Helm sieht, Vollcarbon mit dem riesen Spoiler, spitz zulaufend vorne, ein sehr schöner Helm, definitiv ein Muss für jeden Influencer. Kommen wir zu den negativen Punkten, was mich jetzt nach 1,5 Wochen, seit ich den Helm besitze, schon stört. Da gibt es definitiv einen Punkt, der mich wirklich nervt, und das ist die Lautstärke. Windgeräusche sind katastrophal, muss man wirklich sagen. Vor allem im Vergleich zum Shoei sind die Windgeräusche beim X-Lite wesentlich lauter. Der Helm, habe ich das Gefühl, schließt nicht ordentlich das Visier ab. Es fehlt ein letzter Einrastpunkt.
Wenn man das Visier schließt, ist das jetzt geschlossen, aber man hat das Gefühl, man müsste noch weiter drücken, auch um die Visiersperre einrasten zu können, muss man weiter drücken und dann rastet die Visiersperre erst ein. Trotzdem schließt das Visier nicht vollständig mit der Lippe ab und es ist ständig ein Luftzug durch das Visier von unten rein. Das pfeift im Ohr extrem laut, es pfeift am Auge vorbei und es ist einfach störend. Ich bin jetzt schon hingegangen und habe das Visier entsprechend angepasst. Es gibt Verstellschrauben, das sind kleine Inbusschrauben, an denen man das Visier einstellen kann, um einfach zu gewährleisten, dass es besser an der Dichtlippe schließt, in der Hoffnung, dass es dadurch besser geworden ist, aber die voreingestellte Standardeinstellung hat absolut nicht gepasst. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, weil das Visier ein Einheitsvisier ist für alle Helmgrößen und ich mit XS doch einen relativ kleinen habe. Aber es ist aufgefallen, dass das Visier vorne an der Dichtlippe anliegt und rechts und links davon einfach noch ein kleiner Luftspalt ist. Außerdem muss ich auch wirklich sagen, ist die Visiermechanik, vor allem zum Wechseln des Visiers, sehr hakelig und nicht schön zu bedienen. Um das Visier zu wechseln, gibt es hier auf beiden Seiten diesen kleinen Knopf. Den muss man entsprechend drücken und dann kann man das Visier aushängen. Beim Rausmachen kein Problem, aber zum Reinmachen finde ich das doch schon extrem hakelig, um das Visier da wieder richtig einzusetzen. Man slidet es so in die Nasen rein, muss dann noch auf dem Knopf hin und her drücken, weil er hakelig hängt, bis er dann wieder in die korrekte Position einrastet und dann schließt das Visier wieder. Allgemein ist es aber nicht so schön, bei einem Helm von dem Hersteller, wo man eigentlich Qualität erwartet, so einen Verschlussmechanismus zu bekommen. Da gibt es andere, die wesentlich besser funktionieren. Zum Beispiel beim Shoei. Das ist auch ein XS-Helm und auch hier habe ich das Visier getauscht gegen ein schwarzes, aber die Visiermechanik ist wesentlich besser. Das Visier schließt perfekt ab. Die Visiermechanik lässt sich hier über den kleinen Schnapper einfach ein- und ausstellen und dann das Visier einfach abnehmen. Außerdem hört man, wenn man das Visier schließt, auf der letzten Stufe nochmal einen richtigen Einraster und weiß, dass das Visier in dem Moment auch geschlossen ist und es ist rundum auch dicht. Damit wechseln wir dann auch schon mal zum Shoei, was denn seine Vorteile sind. Wenn wir die Visiermechanik schon angesprochen haben, dann ist ganz klar ein Vorteil, wie leise der Helm ist. Der Helm ist wesentlich leiser als der X-Lite, das Visier schließt sehr gut und die Lüftungsöffnungen sind auch alle, wenn sie zu sind, ordentlich zu. Das heißt, in dem Helm ist es wesentlich leiser. Das macht es vor allem auf längeren Touren sehr angenehm, mit dem Helm zu fahren. Außerdem ist auch der Helm, obwohl er nicht aus Carbon ist, sehr leicht. Er wiegt jetzt auch 1350 Gramm in der Ausstattung, wie er hier steht. Das heißt, Gewicht ist genau vergleichbar mit dem X-Lite, obwohl er kein Vollcarbon-Helm ist. Außerdem haben wir hier auch ein sehr großes Sichtfeld. Im Vergleich sogar noch etwas größer als beim X-Lite und ich würde behaupten, sogar mit eins der größten Sichtfelder von Helmen allgemein. Der nächste positive Punkt beim Shoei ist definitiv der Tragekomfort. Der Helm sitzt auch nach 5 Jahren immer noch super bequem auf dem Kopf. Er lässt sich super bequem ein- und ausziehen. Vor allem, wenn man wie bei mir nicht immer den Doppel-D-Verschluss öffnen möchte, sondern einfach nur den Riemen lockert und nach vorne spannt, lässt es hier über die Öffnung super schön rein und raus schlüpfen, ohne dass irgendwie was wehtut. Das ist ein Punkt, der ist beim X-Lite, vielleicht auch weil er noch neu ist, deswegen ist es kein negativer Punkt per se. Es ist aber definitiv wesentlich schwieriger, hier durch die kleine Öffnung seinen Kopf durchzustrecken, auch wenn man einen kleinen Kopf hat. Auch hier öffne ich den Doppel-D-Verschluss nicht komplett, sondern locker ihn nur, ziehe ihn nach vorne und drücke die Polster auseinander, um dann reinzuschlüpfen. Aber trotzdem drückt hier immer wieder irgendwas am Kopf, am Ohr, am Kiefer, wenn man seinen Kopf da durchstopfen möchte.
Beim Shoei außerdem in Bezug auf Tragekomfort positiv anzumerken im Vergleich zum X-Lite ist, dass es hier an den Polstern rechts und links Führungen gibt für Brillenträger. Normalerweise, ich bin selbst Brillenträger, normalerweise fahre ich immer mit Kontaktlinsen, vor allem auf der Rennstrecke. Aber wenn es dann doch mal vorkommt, dass man auf dem Weg zur Arbeit oder ähnliches die Brille anzieht, ist es beim Shoei wesentlich angenehmer, durch die Polsterführung rechts und links die Brille durchzuschieben, um sie dann aufs Ohr zu bekommen. Beim X-Lite dagegen geht das Polster komplett bis nach oben hindurch und es gibt keine Möglichkeit, ordentlich den Brillenbügel rechts und links dran vorbeizuschieben. Sehr interessant für Brillenträger, sollte man beachten. Kommen wir zu den Negativpunkten beim Shoei. Negativ ist definitiv das Zubehör, was man für den Preis beim Shoei mitbekommt. Man bekommt hier lediglich das klare Visier mit Pinlock-Scheibe und hier vorne den Einsatz für den Nasenflügel, eine Tragetasche und Reinigungsmaterial für die Visiermechanik. Das war's. Für einen Preis von ungefähr 500 €, je nach Design, 550, gibt auch mal welche im Angebot für 400 €, ist es jetzt keine Top-Ausstattung, es ist absolut okay, aber im Vergleich zum X-Lite bekommt man doch wesentlich weniger. Das heißt, wenn man das dunkle Visier nachkaufen möchte, bezahlt man hier allein für das Visier einen Preis von 59 €. Plus, wenn man nochmal eine eigene Pinlock-Scheibe für das dunkle Visier haben möchte, muss man die auch extra dazu kaufen. Der X-Lite dagegen wird normalerweise gehandelt für 700 €, aber im Angebot auch immer ganz gerne mal um die 550 bis 500 €, je nach Design auch mal wieder mehr. Der hier war jetzt im Angebot bei Polo zu bekommen mit Rabattcode für 363 €. Das war ein super Angebot, von dem her war da keine Frage, den Helm dann entsprechend zu kaufen. Kommen wir also zum Fazit von den zwei Helmen. Was kann ich euch empfehlen, was könnte ich euch sagen? Ganz klar, der Shoei ist und bleibt ein super Allrounder und bleibt auch weiterhin mein bevorzugter Helm für die Straße. Super Tourenhelm, super bequem, super leise, wirklich ein erstklassiger Helm, der auch weiter seinen Dienst bei mir haben wird. Der X-Lite dagegen wird bei mir auf der Straße nicht wirklich viel Verwendung finden, weil er einfach zu laut ist. Ich hoffe, dass es jetzt mit dem eingestellten Visier besser sein wird. Trotzdem habe ich einfach schon gemerkt, dass er vom Tragekomfort her nicht ganz an den Shoei drankommt und dementsprechend wird und bleibt das mein reiner Rennstreckenhelm. Dafür ist er super, er steht wunderbar im Wind, hat kein Kopfgewackel oder ähnliches durch den großen Spoiler. Außerdem natürlich die sportliche Optik, die auf jedem Rennstreckenfoto super aussieht. Genau. Das war mein Vergleich von den beiden Helmen. Ich habe jetzt natürlich keinen Vergleich zu einem AGV oder Arai oder HJC oder was es sonst noch alles für Hersteller gibt. Für mich waren diese zwei Helme in der engeren Auswahl. Ihn hier habe ich mir von Anfang an gekauft, aus Gründen, die eben damals wichtig waren. Brille, großes Sichtfeld, Tragekomfort. Und ihn hier habe ich mir jetzt gekauft, extra für die Rennstrecke. Ich bin mit beiden zufrieden, ich bereue keinen Kauf. Aber jeder Helm ist für sich und für seine Einsatzzwecke entsprechend ausgelegt. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu den Helmen habt, stellt es unten in die Kommentare. Dann können wir sie entsprechend im nächsten Video gerne mal beantworten oder ein Frage-Antwort-Video. Und wenn ihr sonst noch irgendwas wissen wollt oder Themen habt, die euch interessieren, die wir für euch abfilmen sollen, vergleichen sollen, ausprobieren sollen, lasst es uns wissen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.